die ich vorsichtig mal als den Verfall der Demokratie bezeichnen würde, obwohl die Leute, die jetzt in den öffentlichen Medien dazu das Sagen haben, genau vom Gegenteil reden. Es ist also eine Verkehrung der Dinge in ihr Gegenteil. Und das nennt man normalerweise, jedenfalls unter den Juristen, zu denen ich auch gehöre, einen Staatsstreich. Ja, wie soll man das bezeichnen? Das ist jedenfalls auch ganz dicht an einem Staatsstreich entlang, wenn bedeutende Parteien in einem Parlament die eigenen Regeln nicht mehr beachten. Ich gehe da einen Schritt weiter. Ich behaupte mal, der Rechtsstaat ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ein Verfassungsschutzpräsident AD sagt klipp und klar, der Rechtsstaat, Geschichte, nicht irgendwann, jetzt. Minister werden abgesägt, weil es dem Kanzler nicht passt. Verfassungsgerichte nicken durch und der Verfassungsschutz wird zur politischen Waffe. Was sich anhört wie ein dystopischer Roman, ist in Deutschland längst Alltag. Und genau deshalb müsst ihr dieses Interview sehen. Weil Dr. Römer nicht schimpft, sondern diagnostiziert. Was er sagt, ist unbequem, unerwünscht und vermutlich bald gelöscht. Auf geht's! Ich habe Sie jetzt hier als ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten in Thüringen. Vielleicht mögen wir ganz am Anfang mal einen Abriss machen. Wie ist der Herr Dr. Röver das geworden, was er am Ende war, nämlich Verfassungsschutzpräsident in Thüringen? Ja, mit einer eher ganz normalen Karriere als Volljurist. Also ich habe nach dem Abitur, war ich mehrere Jahre lang Soldat als Offizier bei der Panzertruppe, habe anschließend studiert, und zwar 3 Fächer, Juristerei, Volkswirtschaft und Geschichte. Die beiden letztgenannten waren sozusagen Zusätze zu dem eigentlichen Berufsabschluss, den ich angestrebt habe, nämlich den eines Volljuristen. Ich habe also beide juristischen Examen, habe auch in Jura promoviert und war zunächst Rechtsanwalt und bin dann ins Bundesinnenministerium eingetreten als Referent und habe dort äh, eine ganz normale Karriere genommen, das heißt eine relativ rasche Karriere für die damaligen Verhältnisse, äh, die mich kreuz und quer durch die Belange des Bundesinnenministeriums geführt hat, einschließlich einer Tätigkeit im Bundeskriminalamt, einschließlich einer Tätigkeit im Bundeskanzleramt und eben mit Masse eben im Sicherheitsbereich des Bundesinnenministeriums, wo ich auch das Glück hatte, relativ rasch Führungserfahrung zu sammeln, und bin dann 1994 gefragt worden, ob ich in Thüringen Verfassungsschutzchef werden will, nachdem dort der Amtsaufbau offensichtlich ziemlich misslungen war. So, das ist die ganze Karriere. Ja, so ist es. Im Grunde genommen war ich ein ein typisches Produkt der Sicherheitsbehörden, äh, wiewohl auch Ausflüge eben in das reine Verfassungsrecht stattgefunden haben, wo ich wirklich viel gelernt habe und auch Möglichkeiten hatte, mich auszuwirken. So, das Ja. ist. Und jetzt ganz aktuell ein Ereignis, da geht es tatsächlich um den thüringischen Verfassungsschutz. Also gehen wir die Liste mal durch. Und zwar haben wir ganz am Anfang gehabt, dass da in Thüringen ein neues Parlament sich konstituiert. Und das, was wir als Zuschauer da mitbekommen haben, war doch relativ seltsam. Also wir haben da einen Alterspräsidenten, der versucht verzweifelt, dieses Parlament zu konstituieren, und dann kommen unpflegliche Einwürfe, also wirklich vom Benehmen her nicht gerade das, was man als Knigge vielleicht fordern würde. Was ist da los gewesen? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also zunächst erstmal, selbst wenn es möglicherweise enttäuschend ist, sind die Vorgänge in Thüringen, wo ich jetzt noch wohne, nämlich in Weimar, stehen nicht so im Vordergrund wie die Interessen, die ich sonst so habe. Allerdings bin ich auch Bürger dieses Landes, das allerdings, und nehme auch für mich in Anspruch, dass ich eine Meinung dazu habe. Und die Meinung, die ich dazu habe, beruht auf langjährigen Erfahrungen mit der Materie Verfassung und Demokratie. Dafür habe ich mal meinen gesamten Berufseifer eingesetzt, bevor ich dann pensioniert wurde. Danach habe ich mich eben um andere Dinge gekümmert. Hier ist es so, dass ich glaube, dass wir diese Vorgänge in Thüringen einordnen sollen in eine allgemeine Entwicklung, die ich vorsichtig mal als den Verfall der Demokratie bezeichnen würde, obwohl die Leute, die jetzt in den öffentlichen Medien dazu das Sagen haben, genau vom Gegenteil reden. Es ist also eine Verkehrung der Dinge in ihr Gegenteil. Und das hat eine gewisse Tradition bereits, vor allen Dingen auch in Thüringen, wo wir ja erleben mussten, dass der Vorgängerministerpräsident gewählt wurde vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren. Das war ein FDP-Mann namens Kemmerich und dann auf Weisung des Kanzleramtes sein Amt verlor. Das nennt man normalerweise, jedenfalls unter den Juristen, zu denen ich auch gehöre, einen Staatsstreich. Und das ist an sich nicht erlaubt in unserem Land. Das will ich schon mal so sagen. Ich sage ja, das hat Tradition, und dann wurde in einem fragwürdigen Wahlakt wurde der alte Ministerpräsident, also der Kommunist Ramelow, wurde reinstalliert und hat dann die letzten 4 Jahre mit einer Minderheitenregierung geherrscht. Das war nur möglich, und insofern ist das vielleicht ein Modell für heute gewesen. Das war nur möglich, weil eine große Partei in Thüringen, die vorher fast das alleinige Sagen gehabt hat, nämlich die CDU, dieses merkwürdige Verfahren entweder durch Enthaltungen oder durch Mitstimmen überhaupt ermöglicht hat. Dieses finden wir jetzt auch wieder vor, also mit marginalen Änderungen. Wir laufen, wenn ich das gerade noch sagen darf, dann können Sie mir gerne widersprechen oder argumentative Ohrfeigen verteilen. Wir laufen im Moment, meine ich, bundesweit auf einen Zwei-Parteien-Staat zu. Diese 2 Parteien bestehen. Die eine Partei sind die Mainstream-Parteien, die alten, die wir alle kennen und die die Bundesrepublik die letzten 70 Jahre beherrscht haben. Und die andere Partei sind die Außenseiterparteien. Also die Mainstream-Parteien gegen die Außenseiterparteien. Und die Außenseiterparteien sind im Moment, also Momentaufnahme heute, sind genau 2, nämlich die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und wobei das letzte, da können Sie gleich rückfragen, wir in einer komischen Situation sind, die eine Partei, also die Mainstream-Parteien, als eine mal bezeichnet, unternehmen alles in ihrer Macht Stehende, um die andere von der Macht fernzuhalten. Das ist ein vielgliedriger Prozess. Und das, was wir im Moment in Thüringen erlebt haben, Sie haben es zu Recht gesagt, ein kurioser Start des Thüringer Parlaments, das seine eigene Geschäftsordnung nicht anwenden wollte und in diesem verfassungswidrigen Tun vom Landesverfassungsgericht unterstützt wurde. Das ist, ja, wie soll man das bezeichnen? Das ist jedenfalls auch ganz dicht an einem Staatsstreich entlang, wenn bedeutende Parteien in einem Parlament die eigenen Regeln nicht mehr beachten. Es hat der Verfassungsgericht, der ich auch bin,
sieht zwei große eherne Pfeiler des Grundgesetzes berührt. Einmal das Demokratieprinzip und zum anderen das Rechtsstaatsprinzip. Ist das noch ein Rechtsstaat? Ähm, ja, also gut, wenn Sie mich so fragen, ich werde immer ein bisschen unruhig, wenn die Leute bis weit in den Bereich der alternativen Medien hinein sagen, der Rechtsstaat, holla, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt ist der Rechtsstaat ist in Gefahr. Ähm, Ich gehe da einen Schritt weiter. Ich behaupte mal, der Rechtsstaat ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Jedenfalls in weiten Teilen, oder er wird nur dann angewendet, wenn es passt. Und das ist alles andere als ein Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist die Vorstellung, die Konstruktionsvorstellung, dass es ein geltendes Recht gibt und das wird angewendet, praktisch unbesehen der Person, auf die es angewendet wird, und das Recht gilt. Der Rechtssatz gilt, alle können sich darauf verlassen und darauf vertrauen. Das gilt nicht mehr. Die erste üble Vorarbeit, das Volk daran zu gewöhnen, dass der Rechtsstaat gar kein Rechtsstaat ist, hat meines Erachtens, andere mögen anderer Meinung sein, hat meines Erachtens die damalige Bundeskanzlerin Merkel verursacht, die ja Entscheidungen traf, die mit den Rechtsnormen unseres Staates in keiner Weise übereinstimmten. Und dennoch Welche Entscheidungen waren das? ja gut, welche waren es fast nicht, könnte man fragen, nicht? Das war die Währungspolitik, das war die Ausländerzuwanderungspolitik, das war die Atompolitik. Ja, was wollen Sie noch? Das war die sogenannte Pandemiepolitik und damit sind schon fast alle Bereiche die Deutschen unmittelbar betreffenden politischen Lebens angesprochen. Es wurden einsame Entscheidungen gefällt, für die es nicht mal den Hauch einer demokratischen Legitimation gab. Gut, jetzt haben Sie die Stichwörter Staatsstreich genannt. Sie haben gesagt, dass Angela Merkel zum Beispiel die Prinzipien des Rechtsstaats mehrfach verletzt hat. Jetzt würde ich doch in einem Rechtsstaat erwarten, gehen wir mal davon aus, es gäbe ihn noch, dass ich dagegen vorgehen kann. Das heißt also, wenn jemand so eklatante Fehltritte macht, gerade als Politiker, und wir reden von Staatsstreich, ja, da muss ich doch den hinter Schloss und Riegel bringen können. Ja. Und jetzt habe ich in meiner naiven Vorstellung diesbezüglich jetzt auch einen Dämpfer erhalten und musste feststellen, nee, also man kann als Politiker fast alles machen, wenn, wie Sie sagen, wenn da so eine Einheitspartei existiert, also die Altparteien, könnte man das sagen, wie haben Sie es genannt, wie hatten Sie es genannt, die etablierten Parteien gegen Ja. gegen die neuen Parteien, ne? Aber wenn jetzt also die etablierten Parteien da zusammenhängen, da kann ich da fast gar nichts machen, also überhaupt nichts. Ja, wobei eben jetzt sozusagen quasi Widerspruch entstehen. Die etablierten Parteien berufen sich ja jetzt darauf, dass sie die Mehrheit haben. Haben sie in den Parlamenten haben sie die Mehrheit. Dadurch, dass sie verursacht haben, die Behörden und die Richterstellen zu besetzen, haben sie auch da die Mehrheit. Nur ist das Mehrheitsprinzip, was ja der Demokratie zugrunde liegt, ist nicht das A und O. Es ist auch so, ja, die Mehrheit entscheidet, aber die Mehrheit muss sich an die Regeln halten, die dafür aufgestellt sind in unserem Grundgesetz. Und zu diesen Regeln gehört auch, dass die Mehrheit zu beachten hat, dass es ein verfassungsrechtlich verbürgtes Recht auf Ausübung einer parlamentarischen Opposition gibt. Wo ich diese Opposition mit rechtswidrigen Mitteln unterdrücke, verhalte ich mich verfassungswidrig, respektive sogar verfassungsfeindlich. Und das ist nach meiner Beurteilung, wie gesagt, nach meiner Beurteilung, ist das mittlerweile eingetreten. Und wenn Sie ein Beispiel dafür suchen wollen, ist es die chaotische
die chaotische Parlamentseröffnung in Thüringen bei der letzten Legislatur, wo sich eine Koalition gebildet hat zwischen den etablierten Parteien und der Landtagsverwaltung. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass der Leiter der Landtagsverwaltung dem präsidierenden Alterspräsidenten das Wort entzogen hat. Wo sind wir denn da? Das ist sozusagen, der Diener verbietet dem Herrn, dass er zu Wort kommt. Wenn Sie denn ein Beispiel suchen, wo so das Demokratieprinzip total auf den Kopf gestellt worden ist, denn doch da. Und zwar wollte man erzwingen, hat es dann auch, dass eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts dieses rechtswidrige Tun sanktionieren sollte. Das hat das Landesverfassungsgericht auch getan, wobei offenbar für niemanden eine Rolle gespielt hat, dass dieses Landesverfassungsgericht nicht nur durch die Mehrheitsparteien besetzt war über die Jahre. Klar, okay, von der AfD ist selbstverständlich kein Mitglied im Landesverfassungsgericht. Und aber überdies noch einer der Kläger, nämlich die CDU-Fraktion, einen Vater hatte. Dieser Abgeordnete hat einen Vater, das ist an sich nichts Ungewöhnliches, aber dieser Vater war der Richter über dieses Verfahren. Das ist, Also es gibt Zufälle, die gibt's, also das ist doch jetzt Ja, ein reiner gut. Zufall. das ist rechtswidrig, dass wir wollen die Dinge mal in die rechtlichen Kategorien ein. Der hätte an diesem Verfahren nicht teilnehmen dürfen. Ganz einfach. schlicht Aber und jetzt sagt mir mein naives Rechtsverständnis, dagegen muss man doch vorgehen können. Also eigentlich sind da so viele Sachen gelaufen, da müssten jetzt doch ein paar Mal die Handschellen klicken. Ja, das ist eine gute Frage. In einem Rechtsstaat ist es so, dass die Staatsorgane sich von sich aus, so habe ich es jedenfalls erlebt und so habe ich es auch durchsetzen wollen, dass sie sich von sich aus an das geltende Recht halten. Und wenn denn einzelne Organinhaber, also Funktionsinhaber, dagegen verstoßen, gibt es korrigierende Instanzen. Das war in der Bundesrepublik jahrzehntelang relativ gut eingeübt. Und wir hatten sozusagen die Notbremse, das war das Bundesverfassungsgericht. Ja, nur ich weiß gar nicht, welches Bild ich jetzt gebrauchen soll. Diese Notbremse würde ich nicht mehr ziehen wollen, weil sie nicht mehr funktioniert, nachdem das Bundesverfassungsgericht, ja, wie sage ich es jetzt, ohne beleidigend zu wirken, so eine Art Durchwinkstation geworden ist für offensichtlich rechtswidriges und offensichtlich verfassungswidriges Regierungshandeln. Das ist meine Beurteilung. Andere Leute sehen das anders. Ich will es nur erwähnen, wenn Sie in den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts gucken, wo das Bundesverfassungsgericht praktisch die Agenda der grünen Klimaleute, die davon ausgehen, dass die Erde demnächst verbrennt und von den Menschen verursacht verbrennt, also das ist ja im Grunde genommen der Inhalt der Klimaideologie, 1:1 umgesetzt hat und überdies noch ein Beschlusspapier der Grünen als Urteilsgründe abgeschrieben hat. Dann fasst man sich an den Kopf und sagt, ist es denn möglich, ist das noch das Bundesverfassungsgericht, dessen Entscheidungen du als Student und später als Amtsträger durchaus ernst genommen hast, wenn du anderer Meinung warst. Das ist ja immer so in der Juristerei, man kann auch anderer Meinung sein zur Not. Aber das offensichtliche Umsetzen politischer Agendae, glaube ich, heißt es, die Agenden, die mit dem vernünftigen Menschenverstand nichts mehr zu tun haben, dann fängt man an zu zweifeln, ob diese Korrektureinrichtung überhaupt noch funktioniert, beziehungsweise ob sie eigentlich überflüssig ist.
und um dem Ganzen, wir sind ja mitten in dem Thema, nicht Aufräumen der Rechtsstaatsprinzipien, während wir hier miteinander reden. Genau an die jetzt aktuell sitzt im Bundesrat, sitzen die Leute beisammen und beschließen eine Änderung des Grundgesetzes, wie es so schön heißt, zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts, dessen Inhalt folgendes ist: Es soll nicht mehr möglich sein, dass, wenn, wie befürchtet, die AfD bedeutende Zahlen von Abgeordneten erhält im nächsten Bundestag, dass die auf die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht keinen Einfluss mehr haben dürfen. So, das ist das Ergebnis. Das wird also von mir jetzt interpretiert. Das ist jedenfalls. Also ich müsste jetzt korrigieren, weil da, glaube ich, war kein zu viel drin. Also es geht darum, dass trotz Sperrminorität, die dann erreicht würde, also von 1/3 der Stimmen, dürfen die dann keinen Einfluss auf die Richterwahl nehmen. So ist es. So haben Sie es gemeint, ja. Ja, Also, so. aber das ist doch unglaublich. Also das, was Sie hier an die Wand malen, also das, was ich irgendwann mal in der Schule gelernt habe, war, es gibt so ein System, Englisch nennt man das Checks and Balances. Das heißt also, die einzelnen Säulen des Staates kontrollieren sich gegenseitig. Und selbst wenn jetzt eine NSDAP, fiktiver Fall, an die Macht kommen würde, nochmal, dann sollte das verhindern, dass wir das Gleiche erleben, was wir zwischen 33 und 45 erlebt haben. Das ist das, was ich in der Schule gelernt habe. Also dieser Staat ist wehrhaft, und zwar wehrhaft in sich selbst, dass er solche Sachen verhindern kann. Und das, was ich jetzt von Ihnen gerade gehört habe, heißt doch im Klartext, wir haben überhaupt keine Sicherheitsmechanismen, Sie nannten es eben die Notbremse, wir haben überhaupt keine Sicherheitsmechanismen, die das verhindern würden. Ja, das stimmt so im Prinzip, wie Sie sagen. Wir haben dieses mit NSDAP wird die absolute Macht gewinnen oder so, das hat ja im Jahr 1932, 33 auch nicht stattgefunden, sondern die sind dann mit sehr fragwürdigen Mitteln ist Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Aber Da gab es auch ein paar sehr fragwürdige Todesfälle, um das mal sehr freundlich zu formulieren, ja. Genau. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben also versucht, dem vorzubeugen und eine entsprechende Norm ins Grundgesetz hineingeschrieben, dass man Parteien, die die Bestrebung verfolgen, dass den Gesamtstaat, die Gesamtkonstruktion, Grundgesetz, Staat abzuschaffen, dass man die verbieten kann und eine relativ hohe Hürde, Verbotshürde eingezogen und eine hohe Verbotsinstanz eingeführt, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Deswegen ist die Rechtslage jedenfalls, ich komme immer wieder darauf zurück, obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr glaube, dass es notwendig ist, über die Rechtslage zu sprechen. Die Rechtslage ist so: Es gibt in Deutschland keine zugelassenen Parteien, wie man immer hört, sondern jede Partei ist zugelassen. Da braucht man überhaupt gar nicht bedarf dieses Zusatzes überhaupt nicht. Und sie ist dann nur nicht auf dem politischen Feld tätig, wenn sie verboten ist, richtig verboten. Und dafür gibt es ein bestimmtes Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wenn eine Partei verboten ist, dann ist sie raus. Und dieses Verfahren ist in Deutschland zweimal mit Erfolg angewendet worden und in 2 Versuchen ohne Erfolg angewendet worden. Im Erfolgsfall war es die Sozialistische Reichspartei und die KPD. Das waren die Jahre 1952 und 1956. Und aus diesen Urteilen, die empfehle ich jedem, der mal was wissen will über unseren Staat, das mal zu lesen. Da hat das Bundesverfassungsgericht praktisch wie in einem Besinnungsaufsatz geschrieben, wie Checks and Balance, wie Sie sagen, in unserem Staat funktionieren soll und was auf keinen Fall gehen darf. So, dann ist man ja zu diesem Verbot gekommen und das ist sozusagen die Bibel für den jungen Staatsrechtler, der das zu lesen hat, meines Erachtens zu Recht zu lesen hat. Und wenn das nicht ist, und solange sich eine vom Grundgesetz vorgesehene Institution nicht entschließt, dieses Verbotsverfahren einzutüten, können wir eben nicht davon ausgehen, zu sagen,
hier haben wir die demokratischen Parteien und hier haben wir die undemokratischen Parteien. Das ist wenn die Staatsorgane das tun, greifen sie in die demokratische Willensbildung ein. Und das ist nicht ihre Aufgabe. Die demokratische Willensbildung geht vom Volk aus, vom Volk und von niemandem anderen und nicht von den Staatsorganen. Und das ist auch mein Vorbehalt, mein ernster Vorbehalt, den ich gegen das jetzige Agieren der Verfassungsschutzbehörden habe, denen ich ja auch eine Weile lang angehört habe. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sie haben einen Informationssammelauftrag und einen Auftrag, die Regierungsorgane über ihr Tun, also über ihre Informationen zu informieren. Es ist nicht ihre Aufgabe, absolut nicht ihre Aufgabe, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, in welcher Weise auch immer. Das ist rechtswidrig. Wisst ihr, was das eigentlich Schockierende ist? Dass man bei diesem Interview nicht das Gefühl hat, irgendjemand übertreibt. Nein, Röver sagt einfach nur, was ist. Und genau das macht es so beängstigend. Ein Verfassungsschutzpräsident, der offen ausspricht, dass der Rechtsstaat in Deutschland nicht mehr funktioniert und keiner widerspricht, keine Talkshow, kein Aufschrei, kein Dementi. Stattdessen Schweigen. Und genau das zeigt, wie tief wir gesunken sind. Gewählte Ministerpräsidenten werden gestürzt, nicht durch Wahlen, sondern per Telefonanruf aus Berlin. Landtage dürfen sich nicht konstituieren, weil man bestimmte Parteien nicht akzeptiert. Und das Verfassungsgericht, Winkmaschine der Regierung. Leute, das ist keine Demokratie mehr. Das ist Machterhalt mit juristischem Feigenblatt, weil die Wahrheit nicht bekämpft, sondern unterdrückt wird. Wenn ihr glaubt, das sei alles nur vorübergehend, dann macht bitte die Augen auf. Das hier ist kein Ausrutscher, das ist die neue Normalität. Wenn ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident sagt, dass der Rechtsstaat nicht mehr existiert, dann ist das kein Aluhutgefasel, dann ist das ein Alarmsignal. Und wenn wir das einfach ignorieren, dann machen wir uns mitschuldig. Es geht hier nicht um links oder rechts, es geht um Recht und Unrecht, um die Frage, ob Gesetze für alle gelten oder nur für die, die gerade regieren. Wenn du findest, dass solche Stimmen gehört werden müssen, dann zeig's. Like das Video, abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, wie du das Ganze siehst. Denn genau das macht den Unterschied. Nicht wegschauen, sondern laut bleiben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bleib wachsam. Es wird nicht besser, wenn wir still sind.